Leute, schön, dass ihr es zum zweiten Video meiner Nimbus-Reihe geschafft habt. An dieser Stelle, wer mein erstes Video noch nicht gesehen hat und noch etwas Basiswissen braucht, der switcht jetzt rüber. Wie ihr wisst, war ich 2018 das allererste Mal an einem Lab, und zwar am College of Wizardry Nibelungen, was das deutschsprachige College of Wizardry von Jobak LARP Studios ist, bzw. war. Jobak hatte leider finanzielle Probleme und um das Nibelungen zu retten, hat die deutsche Orga eine eigene Firma gegründet und unter dem Leitstern Magie stirbt nie ein neues Projekt aufgezogen, das Nimbus. Mich hatte das LARP ja irrsinnig begeistert und daher war für mich klar, ich gehe auch ans Nimbus. Natürlich kamen diverse Änderungen und die wohl gravierendsten sind sicher, es ist kein Sandbox-LARP mehr. Wer nicht weiß, was das ist, dem verweise ich gerne nochmal an mein erstes Video zum Nimbus. Und es wird als Kampagne geführt. Während die früheren College of Wizardry Nibelungen-LARPs eigentlich in sich abgeschlossen waren, soll das Nimbus über mehrere Runs, jetzt Episoden genannt, laufen. Das heißt, dass die Charaktere grundsätzlich behalten werden und die Story fortlaufend erzählt wird. Klar, man kann sich auch von der Orga einen neuen Charakter schreiben lassen für die nächste Episode, aber so wie ich das mitbekommen habe, werden die meisten ihren Charakter behalten. Yay! Die Ausgangslage war ebenfalls eine andere als früher. Am N3, also am dritten Nibelungen-Run, spielte ich die auf düsteren Pfaden wandelnde Janaína Isabel Rosario, abstammt von einer reichen und hexistischen Familie mit alten Wurzeln. Ihre Grundausbildung absolvierte sie an der Escola de Magia na Torre de Belém und sollte an der Hochschule Nibelungen-Institute für magische Bildung und Studien weiter ihrem Streben nach mehr Wissen und Macht nachgehen, um den Vorstellungen ihrer Eltern gerecht zu werden und sie stolz zu machen. Sie wurde auch als einzige Prima in diesem Jahrgang, so nannte man die Erstklässler, die Zweitklässler waren die Sekunda und die Drittklässler die Tertia, in den verbotenen Geheimbund die Erben von Faust aufgenommen. So. Im neuen Konzept aber haben die Schüler keine magische Grundausbildung mehr. Im Gegenteil, man kann nur sehr wenig Magie wirken oder um es in den Worten der Schulleitung wiederzugeben, also ich glaube, es war die Direktorin, die das mal gesagt hat, wenn ich mich recht erinnere, das magische Können der meisten reicht kaum aus, um gar eine Kerze zu entzünden. Irgendwie sowas in der Art. Man kommt ans Nimbus und lernt alles komplett von Grund auf. Einige kommen sogar aus unbegabten Familien, das heißt, sie lernen diese magische Welt erst jetzt kennen. Das kann passieren, weil sie wohl einst einen magischen Vorfahren hatten, denn grundsätzlich ist es so, Magiebegabung wird vererbt. Es gab daher auch keine Jahrgangsstufen, sondern wir sind alle sozusagen Erstklässler. Zumindest war das in Episode 1 so. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für eine Begriffserklärung. Zaubern können nennt man Magie wirken. Menschen, die Magie wirken können, sind die Magi. Menschen, die es nicht können, sind die Unbegabten. Und Menschen, die es noch nicht können, sind die Schlummernden. Sie haben die Begabung, aber die Magie ist in ihnen noch nicht erwacht. Das kann aber in jedem Alter passieren und das Erwachen kann auch auf verschiedenste Weise geschehen. Wie schon gesagt, diese Magiebegabung wird zwar vererbt, aber sie erwacht auch nicht in jedem. Der sogenannte Schleier ist es, der die Welt und die Existenz der Magie vor den Unbegabten verbirgt. Es ist auch nicht möglich, willentlich mit Unbegabten darüber zu reden. Es geht einfach nicht. Es kann aber auch mal zu Versehen und Unfällen kommen und da greift das Hurks dann ein. Das ist dann die Spezialabteilung für solche Angelegenheiten, die mit Geistes- und Illusionsmagie auf Unbegabte einwirkt und das Ganze wieder ausbügeln. An der Spitze der magischen Gesellschaft ist die oberste Magistratin, eine Nachfahrin aus der ältesten magischen Dynastie. Alle 7 Jahre werden dann ihre 7 Berater gewählt, die dann das Schattenkonzil bilden. Sie geben Weisungen an Hexenräte weiter. Die Agemanten unterstehen dann wiederum den Schattenkonzil, setzen die magische Gesetze durch und sorgen für Ordnung in der Welt der Magie. Es gibt Gesetzmäßigkeiten und Grenzen des Möglichen in der Magie. Zum Beispiel kann man Tote nicht wieder zum Leben erwecken oder Magie interferiert mit der Technologie der Unbegabten und so weiter. Außerdem hat Magie ihren Preis. Zum Hintergrund. Das Nimbus ist die einzige magische Akademie im deutschsprachigen Raum, welche seit dem Jahr 1021 Magier ausbildet. In den vergangenen 3 Jahren war die Schule aber mysteriöserweise verlassen und wurde erst jetzt wieder in Betrieb genommen. Es gibt 6 Häuser
Und in welches Haus man kommt, hängt davon ab, welche Begabung man hat, da die Häuser darauf basieren und aufbauen. Im Anmeldeverfahren für das Lab kann man Wünsche bezüglich der Hauswahl angeben, die vielleicht dann auch erfüllt werden. Da wären Barbora, das Haus für Blutmagie, Kepler, Wahrsagerei, Goethe für Geistesmagie, Grimm für Illusionsmagie, Krabat, das Haus der Kampfmagie und Tesla Elementarmagie. Man unterscheidet helle und dunkle Magie, was aber nicht gleichzustellen ist mit gute und böse Magie. Jede Magie kann schlussendlich für Gutes oder Böses eingesetzt werden. Und als Magier sollte man immer eine Balance haben, um nicht dem Wahnsinn zu verfallen. Es ist auch nicht möglich, jede beliebige Magie anzuwenden und zu erlernen. Ein Geistesmagier wird nie Blutmagie anwenden, zum Beispiel. Es gibt aber auch ganz seltene Fälle, in denen ein Magier mehr als nur eine Begabung hat. Magie in der Grauzone, zum Beispiel etwas schweben zu lassen oder Heilmagie, ist keiner dieser Begabungen unterstellt und kann somit von jedem erlernt werden. Man nimmt zusammen mit seinem Haus am Unterricht teil. Im Nibelungen war das Schulsystem anders, deshalb hatte man da auch Häuser durchmischt Unterricht, aber in diesem neuen Nimbus-Konzept besteht die Klasse effektiv nur aus Hausmitschülern. Immer noch, Episode 1. Vielleicht wird es ja dann anders, könnte ich mir vorstellen. Das hat Vor- und Nachteile. Während ich am N3 wirklich mit allen irgendwie zu tun hatte, habe ich beim Nimbus kaum was von den anderen Häusern mitgekriegt. Also klar, man hört so Gemunkel und Gerüchte, aber zumindest hatte ich nicht so viele Berührungspunkte. Berührungspunkte mit anderen Charakteren schon, aber ich habe ihre Storys nicht so wirklich miterlebt. Dafür jedoch hatten wir einen unheimlich starken Hauszusammenhalt. Wir waren wirklich eine Familie und sitzen auch noch Wochen nach dem Lab immer noch bis 1 Uhr morgens im Discord. YOLO. Fürs Bonding also perfekt. Zum Schulunterricht. Man hat effektiv richtigen Schulunterricht. Das Kollegium, so nennt man die ganze Lehrerschaft, bereitet fachspezifische Schulstunden vor. Wohlgemerkt sind das alles Spieler wie wir, die da wirklich Arbeit in diese ganze Vorbereitung stecken. Jedes Haus hat auch einen Hauslehrer, der den Unterricht im Fach zur entsprechenden Begabung hält. Neben den Hauslehrern mit den Hausfächern hat man auch noch Fächer wie Grundlagen, Alchemie, Kryptozoologie und so weiter. Da hätten wir Professorin Farago für Blutmagie, Haus Barbora, Professorin Cassandra für Weissagung, Haus Kepler, Professor von Dränger für Geistesmagie, Haus Goethe, Professor Heinrich für Illusionsmagie, Haus Grimm, Professorin Maddox für Kampfmagie, Haus Krabat, Professor von Schwarzenbeck für Elementarmagie, Haus Tesla, Professor Malberg für Grundlagen der Magie, Professor Buddenheim für magische Artefakte, Professor Rach für Alchemie, Professorin Griffin für Natur- und Heilkunde, Professorin Falkenberg für Magietheorie und Ethik, Professor Jones für Kryptozoologie und der Pedell als Schlossverwalter. Der Unterricht beginnt um 9:15 Uhr, geht bis 12 Uhr und dann von 13:30 Uhr bis 15:45 Uhr. Sowohl Freitag wie auch Samstag. Danach finden die von den Professoren und dem Pedell gehaltenen Vereinen und Clubs statt, zum Beispiel die Hausaufgaben AG, der Schulchor. Wir haben sogar einen eigenen Sport, Sphereball. Man erhält eine Schulrobe und das in der Hausfarbe entsprechende Hauskennungszeichen. Die Robe ist Pflicht während des Unterrichts und das Hauskennungszeichen jederzeit. Den Zauberstab muss man selbst mitbringen. Haus Krabat ist mit der Kampfmagie das einzige Haus, das auch ohne Zauberstab wirken kann. Sie erhalten aber einen Stock, der dann ihre Magie verstärkt. Ich habe meinen Zauberstab selbst gemacht und zugegebenermaßen war das der, den ich eigentlich ursprünglich für Janaina gemacht hatte. Es gibt ja Laber, die für jeden Charakter, den sie spielen, auch einen extra abgestimmten Zauberstab machen. Ich fand halt, dass der auch ganz gut zu meinem Charakter aus dem Nimbus passt. Aber mal sehen, vielleicht gibt es für Episode 2 einen neuen. Bevor aber Episode 2 kommt, was vom 4. bis 7. März 2021 passieren wird, die Anmeldungen laufen bereits und schon nach 24 Stunden war irgendwie 2/3 oder gar 3/4 von den Tickets schon verkauft. Jedenfalls, bevor das passiert, will ich gerne meinen Charakter vorstellen und mit euch dann in die Episode 1 eintauchen.
Man sieht sich also im dritten Teil.